Nach der Überraschung im DFB-Pokal weiter in der Liga. Regnerisches Wetter. Der VfB Stuttgart ist zu Gast. Spieltag 13, wir stehen oben in der Tabelle, mittendrin. Im Meisterschaftskampf will ich nicht sagen, aber im Kampf um die europäischen Plätze. Das ist jetzt eigentlich mein Ziel für diese Saison. Europa League sind wir auch noch gut mit dabei. Aber heute mit ein paar Änderungen, weil die Mannschaft auf vielen Positionen nicht mehr fit war. Wir haben ein ganz junges Mittelfeld mit den beiden Serben, Kovacevic und Stankovic. Dazu in der Innenverteidigung mit Namdi Collins und Abe, neue Innenverteidiger. Vorne Krutowski für Listesch. Ich bin sehr gespannt. Der VfB ist, glaube ich, 13. Die spielen eine sehr auch durchwachsene Saison. So ähnlich wie die Bayern. Die stehen halt auch nicht oben. Haben gegen uns dann wieder verloren. Also soll gut für uns sein, aber ich bin gespannt. Heute gegen den VfB im 4-4-2 natürlich wieder. Ist eigentlich eine sehr starke Formation. Und Stankovic, ja, mit dem ersten Schuss und Greif im Tor des VfB greift zum ersten Mal zu. Ja. Der Witz war offensichtlich. Also wenn ich den nicht gebracht hätte, glaube ich, dann hätte ich mich selber geschlagen. Aber natürlich nur in RP, ganz klar, ne? So, der VfB mit Mio unter anderem, Jeff Chabot, also auch schon mal zwei nicht so schlechte Spieler. Munoz, den habe ich auch schon öfter mal gelesen. Ja gut, da stand auch schon in der Zeitung gestern. Und dann ist die Hinrunde auch schon beinahe und fast wieder vorbei. Wir haben dann noch 3 Ligaspiele, dann glaube ich noch ein Europa League Spiel. Und dann werden wir auch da wissen, ob es für die Playoffs reicht oder um noch direkt ins Achtelfinale zu kommen. Das ist ja auch ganz kompliziert dieses Jahr. Wie dann gelost wird und so weiter und so fort. Das würde ich mir alles gerne ersparen. Eine zusätzliche Runde, aber es wird sehr schwer. Aber heute erstmal voller Fokus auf den VfB. Die hier vorne sind mit Demirovic. Ja, auch guter Stürmer, hätte ich auch gerne bei mir, aber haben wir gut verteidigt. So, erster Angriff jetzt. Krutowski, kein Abseits gegen Alter Kiel. Und Krutowski ist schneller, jawohl, gegen alle. Krutowski! Und das 1:0. So einfach kann Fußball sein. Und so ein klassischer Krutowski, der ist schnell, setzt sich vorne durch. Alter Kiel kommt nicht hinterher. Ja, Ferry wäre auch noch da gewesen, aber hier, da dachte ich, okay, der ist wieder zu weit vorgelegt. Aber Krutowski, der macht den mit links oben rein. Auf den ist Verlass, der macht seine Tore, der macht seine guten Spiele. Schön mit der Seite oben rein. Ja, und da muss Greif zum ersten Mal hinter sich greifen. Mal gucken, wie oft er das nochmal. 3. Tor im 9. Spiel, ihr seht, der macht nicht viele Spiele. Wobei in der Liga schon. Wir haben heute den 13. Spieltag, 9 davon hat er gespielt. Und 3 Tore, dazu in der Europa League, ja, im DFB-Pokal. Spielt er auch sehr gut. Also, wir sind die Überraschungsmannschaft. Auch in dieser Saison. Fragt sich nur, wie lange, Achtung, Demirovic. Fragt sich nur, wie lange, ob das jetzt nur ein Höhenflug ist oder ob wir wie in der letzten Saison in der Rückrunde so einen kleinen Knick bekommen. Das wäre sehr blöd, wenn wir denn in die Champions League wollen. Dann müssen wir nämlich auch durchziehen. Dann müssen wir die Rückrunde auch so spielen, gegebenenfalls nochmal 1, 2 Verstärkungen holen, je nachdem wie viel Geld halt da ist. Ich glaube aber, das Geld kommt halt erst am Ende der Saison. Nacho Ferry, nächste Chance. Früher war das doch, glaube ich, so, dass man das Geld sofort bekommen hat, nach Wettbewerb. Und jetzt ist halt, glaube ich, erst am Saisonende, dass das Geld da überwiesen wird. So, Wagner, nächste Chance. Wo ist Ferry? Wo ist Ferry? Da ist Ferry, aber zu ungenau. Der muss im Zentrum sein. Der ist so groß. Warum steht er denn nicht auf dem Elfmeterpunkt zum Beispiel? Da wäre die Chance viel höher gewesen. So, Paul Wanner dazwischen sehr gut. Ja, auch der Fehlpass gehört auch mit dazu. Aber bislang kriegen wir das. Oh, es muss Abseits sein. Ja, bislang kriegen wir das gut verteidigt. Mateusz Cunha auf der Außen. Vorne Demirovic, den kannst du halt auch nicht 90 Minuten lang verteidigen. Aber bislang ist das sehr gut. Wir führen. Vorne Krutowski schleicht sich wieder weg. Oh, gegen den Hinterkopf. Und natürlich dann mit viel Pech der Ball beim VfB. Undav. Gegen Namdi Collins. Achtung, da ist wieder Demirovic. Die beiden Stürmer im Zusammenspiel. AB ist dazwischen. Aber so ein Ball zum Beispiel, der hätte lang auf Krutowski gehen können. Und stattdessen kriegt der VfB jetzt eine Ecke durch so ein Zufallsding schon wieder. Mio wird das machen. Wanner, Achtung, und erstmal geklärt. Ja, perfekt auf Kovacevic. Der eine Youngster, Stankovic ist ja der andere. Die müssen halt auch spielen. Und die dürfen dann auch gerne mal gegen den VfB ran.
wenn denn das Hauptmittelfeld nicht fit ist. Ja, bestehend aus Remberg und Castañeda. Die brauchen halt Spielpraxis. Achtung, der VfB kommt über Demirovic. AB ist aber da. Macht bislang einen sehr sicheren Eindruck. Und jetzt wieder die Chance umzuschalten. Schöner Ball und Nacho Ferri. Jetzt habe ich 2 Optionen. Ich entscheide mich wahrscheinlich für die falsche. Mal gucken, Jongwa. Und wo ist Ferri? Der winkt, ist ja alles schön und gut, aber der steht wieder nicht da, wo er zu stehen hat. Der winkt, ist alles schön und gut. Ich sehe ihn, aber er muss im Strafraum stehen. Schauen wir mal. Kovacevic, gut gemacht. Und wieder Grudowski alleine gegen alle. Ja, der war knapp. Schön gemacht. Gute Einzelaktion gegen Jeff Chabot. Und dann, ja, sieht man jetzt schlecht aus der Kameraperspektive. War dann doch, glaube ich, 2-3 Meter vorbei. Da klopfe ich gerade mal gegen meinen Holztisch gegen. Aber es fehlt halt auch hier das zweite Tor. Wir machen ein gutes Spiel. Müsste wieder Abseits sein. Ist es nicht. Jetzt müssen wir aufpassen. Matthäus Cunha gegen Kaba. Ist dazwischen. Oh, verliert den aber zu leicht. Und auf Achtung, Namdi Collins stellt sich dazwischen. Die Verteidigung steht. Macht bislang einen richtig guten Job. Und wir haben auch das Glück, dass der Gegner halt auch immer gegen uns schießt oder gegen unsere Spieler. So, und jetzt muss Jongwa eigentlich, ja, viel früher, viel zu spät. Er hätte gleich den Laufweg machen müssen. So ist der Ball jetzt wieder weg. Und jetzt laufen wir wieder hinterher. AB, ja, aber an dem führt heute auch Gott sei Dank kein Weg vorbei bislang. Der macht das richtig gut, stellt einfach nur seinen Körper rein. So, und dann ist auch gleich schon Halbzeit. Der VfB stellt vorne zu. Boah, der Ball ist viel zu lang, ey. Aber der Ball kommt trotzdem irgendwie durch. Es ist manchmal sehr, sehr viel Zufall. Und Grudowski, schade. Wenn er den besser mitbekommt gegen Alter Kiel, dann könnte es eventuell 2-0 stehen, weil den Vorsprung hat er. Aber bei dem Regen weiß ich nicht, ob der Ball dann wieder liegen bleibt oder ob der wieder zu weit vorgelegt wird. Das ist halt die Krux bei diesem Wetter. Wir haben 5 Schüsse. Der VfB hat 3 und vorne Ferri und Wanner. Das sind halt so die nächsten, die ich halt dann auswechseln würde. Da hätten wir zum Beispiel Karamoko. Und da hätten wir Fridjonsson, der auch immer noch mal für ein paar Minuten gut ist. Auf der Außen hätten wir, glaube ich, niemand mehr. Ach doch, ja gut, Hekimoglu, der könnte das auch zur Not. Aber der hat nur 68 Tempo. Aber Karamoko, den könnten wir reinnehmen. Komm, für Paul Wanner, machen wir mal. Wir machen mal hier Karamoko rein. Der braucht auch Spielpraxis. Ja, der ist auch nicht langsam. Dem fehlt halt, klar, die Körperlichkeit, die Stärke. Ja, aber alle Talente, die ich hier habe, sei es jetzt Stankovic, Kovacevic, die werden so in 5 bis 6 Jahren vielleicht oder sogar noch früher richtig, richtig gute Spieler. Die werden wahrscheinlich nicht mehr bei Münster dann sein, aber werden irgendwo in Europa werden die Fuß fassen und werden, glaube ich, auch ihren Weg gehen. Jetzt müssen wir aber hier auch unseren Weg in Halbzeit 2 gehen. Ja, und wenn möglich noch ein zweites Ding machen. Das wäre mir ein bisschen lieber. Na gut, schauen wir mal. Jetzt mit 3 Youngstern auf dem Feld. Karamoko, Grudowski, Ferri läuft durch und außen wieder Karamoko. Ja, den Laufweg, das war gut, richtig gut. Und jetzt, wenn er Ferri sieht, oh, schade. Der hätte auch im Nachhinein durchlaufen können, da war Platz. Ja, VfB versucht viel über außen. Mio, Munoz, wieder Mio. Na, legt er sich den wieder vor? Ja, also das habe ich jetzt mittlerweile drauf. Also zumindest, oh, in dem Spiel AB, Riesenfehler. Aber von Demirovic auch. Hatte was von Verzweiflung, so ein bisschen. Und jetzt wieder wir. Kaba Karamoko, viel Platz. Alter Kiel kommt dazwischen. Oh, bisschen Glück gehabt, er ist vorbei. Karamoko, wen sieht er? Grudowski abgefälscht. Oh, Jeff Chabot. Hatte Lust auf ein Eigentor. Schade, dass der nicht reingegangen ist. Und der Ball ist direkt wieder zurück. Müssen wir ausnutzen. Stankovic und Karamoko. Warum nicht? Karamoko! Und Jongwa! Durch die Beine von Greif ging er, glaube ich. Und dann ist es Abseits. Schade, aber der muss rein. Das Tor war doch frei. Was macht denn Karamoko hier? Ne, beziehungsweise Jongwa. Den muss er einfach nur reinschieben. Oh, oh, oh. Wenn sich das mal nicht rächt. Wenn sich das mal nicht rächt. Ey, das war eine Monsterchance. Und dann am Ende, gut, ist es Abseits. Aber wir müssen das zweite Tor machen. Es ist wie immer, der Gegner braucht nur einmal gefährlich vors Tor kommen. Ja, wenn ich einmal nicht aufpasse, wenn die Spieler einmal nicht so stehen, wie sie stehen sollen, das geht ganz, ganz schnell hier. Mio Wagner müsste, oder wäre wahrscheinlich auch abseits gewesen, aber Sina Moy darf auch mal wieder einen Ball berühren. Hoffentlich nicht zu häufig noch in dem Spiel.
Und wir machen das hier wieder. Stankovic, Kovacevic, ganz, ganz unaufgeregt mit viel Platz. Nacho Ferri lässt sich immer wieder fallen. Dadurch entsteht halt auch so eine Lücke. Jongwa gegen Munoz. Jetzt muss er eigentlich wieder vorne rein. Ja, da ist er, hält den Ball. Kovacevic, wo ist Karamoko? Da ist er. Ja, und da ist der dritte Youngster, da ist Stankovic und wieder Greif. So, jetzt ist auch gleich Zeit für Friedrichsson. Ich habe gerade bei Ferri gesehen, der läuft schon auf Reserve. Und Hekimoglu machen wir jetzt einfach mal für Jongwa rein. Auch wenn das nicht seine Stammposition ist, 68 Tempo. Vielleicht kriegt er da auch noch einen höheren Wert später, aber der muss halt jetzt mal auf den Flügel ran. Ja, dafür haben wir die Bank, dafür können wir auch rotieren und müssen auch rotieren. Wir haben noch viele, viele wichtige Spiele, da brauchen wir jeden Mann hier, auch in der Rückrunde dann. Und noch ist der VfB ja nicht geschlagen, noch sind sie nicht aus dem Spiel. Achtung, Undav mit der nächsten Chance. Und Sinamoy darf mal fliegen. Ein dankbarer Ball, war ja im Torwart-Eck. Von daher gucken wir mal, was Friedrichsson und Hekimoglu jetzt noch bringen für unser Spiel hier, die letzten 20 Minuten. Geklärt. Ja, und wir könnten umschalten. Karamoko hat los gegen Al-Dakil. Und Karamoko macht sich auf den Weg. Komm, ist er schnell genug? Ja, der ist schnell. Ah, aber zu schnell. Und der Ball ist auch zu schnell für ihn. Mit ein bisschen mehr Ballkontrolle, der wäre weg gewesen. Der Flügel, das ist sein Gebiet. Er hätte so viel Wiese gehabt, aber leider hat er sich den Ball zu weit vorgelegt. So, nochmal der VfB über Enzo Mio. Oh, der darf natürlich da durchspazieren. Das geht nicht. Wagner. Und wieder Mio gegen Wagner. Achtung, der Ball kommt. Da ist Undav. Bloß kein Gegentor jetzt. Keitel und Karasor da im Mittelfeld. Irgendeiner muss ran. Das geht irgendwann schief. Ich sehe das schon. Aber wir stehen gut. Verteidigung hinten. Das Mittelfeld verschiebt. Und der VfB kommt über Burkhardt. Aber nicht der von Mainz, ne? Achtung. Burkhardt. Oh, das war gut gespielt. Und jetzt ist es doch passiert. Und irgendwann war es klar, dass da reingeht. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Wir lassen die einfach spielen im Mittelfeld auf den Außen. Die können machen, was sie wollen. Und nach ungefähr, weiß ich nicht, 10 Minuten Ballkontrolle jagt den Undav aus dem Winkel ins kurze Eck. Ja gut, was willst du da machen? Da ist nicht viel zu tun. Undav mit dem Ausgleich. Ja, ich habe so ein bisschen geahnt, weil wenn wir das zweite Ding hier nicht machen, dann kommt der VfB halt. Und so war es halt dann auch. Aber noch haben wir 7 bis 8 Minuten Zeit. Wir haben auch schon Dinger in letzter Minute gewonnen oder auch gedreht. Huch. Da hatte ich gerade ein Standbild im Karrieremodus. Soweit sind wir schon bei dem Spiel, dass wir im Karrieremodus ein Standbild haben. Online-Verbindung hat gerade irgendwie geleckt oder was? Nee. So, jetzt kommt wieder Stuttgart über Burkhardt. Ich glaube, das ist der von Mainz. Der Johnny Burkhardt. Der wird's wissen. Kriegen wir halt nicht gestoppt. Genauso wenig Munoz. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe rein und jetzt ist es Mio. Und er dreht das Spiel komplett. Völlig unnötig. Also das ist wieder ein Spiel, das sind verlorene 3 Punkte. Wirklich. Also das hätte wirklich nicht sein müssen. Zweimal wieder schlecht gestanden. Verteidigung ist auch irgendwie nicht da und dann... Ja, weiß ich nicht, ob Sinamoy da auch schon so früh in das andere Eck gehen muss. Also der war jetzt auch wieder nicht unhaltbar hier. Er sieht ja, wo er hingeht, der Ball. Also er weiß ja, er geht nicht ins kurze Eck. Da muss er nicht ins kurze Eck springen. Also auch wieder eine ganz, ganz komische Situation da. Aber gut. Da kann man nichts machen. 2-1, der VfB dreht das Spiel. In den letzten 8 Minuten. Ey, Undav von Mio. Ja, und wir bezahlen auch hier wieder ein bisschen Lehrgeld, würde ich sagen. Machst du das 2-0, dann ist das Ding wahrscheinlich durch. Ja, das Ding von Jongwa. Somit hältst du den Gegner im Spiel. Der VfB kommt zweimal vors Tor. Und dreht das Spiel hier. Aber wir sind noch drin. Zumindest ein Remis ist ja auf jeden Fall möglich. Durch Karamoko vielleicht? Nee. Ja, Nachspielzeit läuft schon. Ist schon vorbei. Jo. Das war's. Also eine kurze Nachspielzeit. Eine wilde, wilde Schlussphase. Die letzten 10 Minuten geben wir leider das Spiel hier noch unnötigerweise aus der Hand. Sagt man hinterher immer. Gegentore waren wie immer vermeidbar. Aber gut, der VfB gewinnt. Holt sich 3 Punkte. Und wir bleiben aber weiterhin, und das ist das Positive, in der oberen Hälfte der Tabelle.
Schauen wir kurz auf die Konkurrenz. Dortmund spielt auch nur unentschieden gegen St. Pauli. Bayern gewinnt gegen Heidenheim. Frankfurt siegt, glaube ich, weiter. Ich glaube, in Bremen, ne, haben sie gerade gewonnen. Also die sind ja weiterhin Tabellenführer. Überrascht mich sehr. So, nächstes Europa-League-Spiel gegen Ferencváros Budapest. Also in Budapest. Auch sehr wichtig. Ihr seht fast Nachbarn in der Tabelle. Platz 16 empfängt Platz 14. Und ich gucke jetzt mal rechnerisch, ob wir vielleicht schon mit einem Sieg oder mit einem Punktgewinn uns die Playoffs vielleicht klar machen können. So, haben die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Ein Sieg, 4 Unentschieden, 4-2-3-1, ein kompaktes 4-2-3-1. Ja, ich habe die letzten Zeit gegen die Eintracht gesehen. Da haben sie mich jetzt nicht so überzeugt. Die sind auch, glaube ich, nicht im aktiven Ligabetrieb. Bei denen geht es erst irgendwie im Februar oder so weiter. Februar, März. Kann das sein? Die haben noch Winterpause in Ungarn. Haben sie mich jetzt nicht so wirklich überzeugt. Naja, heißt ja nichts. Gucken wir auf die Tabelle. Wir haben jetzt noch 3 Spiele. Das heißt 9 Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen sollten, 6 Punkte Vorsprung. Je nachdem, wie die anderen spielen, können wir die Playoffs sogar schon sicher haben. Und dann ist halt die Frage, wie sehr wir uns da oben noch reinpreschen können. Anderlecht ist auch nur 1 Punkt weg. Eindhoven, vielleicht spielen die ja gegeneinander. Ich gucke mal gerade links rüber. Rom spielt zum Beispiel gegen Galatasaray. Alkmaar spielt gegen Dynamo Kiew, die stehen auch noch oben. Ganz oben steht Bologna, Wolfsburg, Marseille, Sparta Prag, auch wild. Ganz, ganz wilde Tabellenkonstellationen. Aber gut, wir gehen es an, gemeinsam. Und ich hoffe und ich schaue mal, welche Mannschaft ich spielen lassen werde. Wahrscheinlich die Rückkehrer, die Stamminnenverteidigung, Castaneda und so weiter. Vorne mit Listesch, dann haben wir wieder einen stärkeren Kader. Und dann geht's auf nach Ungarn und hoffentlich zu 3 Punkten gegen Ferencváros. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.